So, dann wollen wir mal loslegen zur Arbeit. Biegen Sie links ab in Richtung Eichendorffstraße. Genau, also das ist mein P7 Plus. Ich habe den jetzt seit circa 2 Wochen und habe mich jetzt ein bisschen vertraut mitgemacht und dachte mir, ich mache mal ein paar Videos. Und im ersten Video soll es eigentlich nur darum gehen, dass ich einmal sage, dass ich einen Xpeng P7 Plus habe und dass ich im Endeffekt gerne unter den Kommentaren fragen, was ich gerne zeigen soll im nächsten Video dann, was ihr sehen wollt. Also ich fahre ihn ja dann täglich, ne? Das heißt, egal was ihr an Fragen habt, kann ich wahrscheinlich beantworten oder Biegen Sie rechts ab in nachrecherchieren. Richtung Weste. Dann biegen Sie rechts ab. Ja, und dann würde ich euch einfach immer mal ein bisschen so mitnehmen und zeigen, was beim P7 Plus alles so möglich ist. Ich bin hellauf begeistert bei diesem Auto. Ich hatte vorhin einen Audi A6 45 TDI, V6 Motor mit 245 PS, der war auch super. Aber ich muss sagen, das hier ist nochmal was anderes. Also für den Preis als Neuwagen 50.000 Euro nicht mal bezahlt, das ist einfach der Wahnsinn. Also ich kann es einfach nur jedem empfehlen, der auf einen E-Wagen umsteigen möchte oder auch sich sowieso ein neues Auto holen müsste, einen Xpeng zu holen. Und ich habe mich halt für den P7 Plus entschieden wegen dem Head-Up-Display, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich vielleicht auch einen G6 oder G9 genommen. Aber dieses Head-Up-Display, als ich das gesehen habe, habe ich gewartet und mir diesen jetzt geholt. Genau. Also es macht auf jeden Fall echt Spaß. Und die Systeme funktionieren alle super. Das Einzige, was ist das DVR ist deaktiviert leider. Aber da gibt's jetzt auch schon Erkenntnisse, warum das so sein soll. Also die neuen, neu hergestellten Xpengs sind ja in Graz hergestellt, in Österreich. Und da sind Dashcams nicht erlaubt. Und es scheint so zu sein, als wäre da irgendein Code, ein Fleck gesetzt von dem Land dann noch. Und deswegen ist das nicht verfügbar. Das heißt, ich muss jetzt irgendwann zu meinem Xpeng-Händler und dann müssen die das mal abändern. Und danach sollte es dann auch verfügbar sein. Ja, sonst von der Software keine Probleme bis jetzt. LCC und ACC waren am ersten Tag komischerweise etwas ruckelig, sehr sensibel, sehr viel korrigiert und ab dem zweiten Tag aber war es einfach, was heißt perfekt, aber es hat nicht mehr geruckelt oder ähnliches. Also seitdem funktioniert das einwandfrei. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Verbrauch ist krass, also ich fahre jeden Tag ja Autobahn und bin so bei 16 bis 17 kW. Und ich würde sagen, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ich fahre auch nicht unbedingt langsam, so 100, 140, 150. Ähm, ja, stellt mir gerne Fragen und dann schaue ich mal, was ich im nächsten Video für Antworten geben kann zu euren Kommentaren. Und ja, nehme euch mit auf meine Reise mit dem Auto. Dann zeige ich euch nochmal hier LCC und ACC auf der Landstraße, beziehungsweise eine Bundesstraße, aber jetzt mal aktiviert. Mit dem Hebel zweimal nach unten, ne? ACC und LCC auf 50 eingestellt. Und genau, jetzt gleich kommt hier 70. Ich habe die automatische Anpassung habe ich deaktiviert. Ich mag das auf der Autobahn nicht, wenn er selber runterbremst, sondern ich mache das gerne halt selber. Ja, dieses automatische Anpassen hat mich beim Audi ehrlich gesagt auch genervt. Und hier habe ich es jetzt gleich deaktiviert und muss sagen, das gefällt mir so auf jeden Fall besser. Ja. So, jetzt gehe ich wieder auf manuell. Da
Die Auffahrt würde ich jetzt ungern mit den Assistenzsystemen drauf haben. Nach 400 Metern halten Sie sich links und fahren auf. Also bezüglich Soundsystem muss ich echt sagen, ich habe bis jetzt ein bisschen mal die Modi nur rumgespielt und ich muss sagen, der vordefinierte, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ich noch gucken muss, das nervt mich ein bisschen, ist die Nach 900 Ansagen Metern vom Navi gehen ja über die Kopfstütze hier. Und wenn ich die Musik anhabe, dämpft er diese nicht runter sozusagen. Das heißt, es ist die laute Musik, die man hört, und das in der Kopfstütze geht dann ein wenig unter. Das muss ich mal irgendwie noch gucken, dass ich das umstelle. Entweder Kopfstütze weg beim Navigieren oder dass es sich halt runterregelt, wenn eine Ansage kommt. Ne? Das muss ich mir schauen. Ob das mit einer X-Kombo dann funktioniert oder ob das auch so im Menü schon ist, das müsste ich mir mal anschauen. Ne? Und dann gucken wir gleich, machen wir nochmal die Assistenzsysteme. Ja. Na komm, warum fährst du nicht ganz links rüber? Es ist wohl ganz klar, dass ich rüber möchte. Naja, machen wir jetzt auch mal hier bei schön 150. Na komm, mach an. Bei 150 machen wir jetzt hier rein, weil im Moment noch frei ist. Aber ich glaube, gleich kommt schon wieder ein Schild, was 100 ist, fest sogar hier, was gar keinen Sinn ergibt. Das haben sie ganz neu gemacht, seit einem halben Jahr oder Dreivierteljahr. Ja, man lässt die Autos nicht mehr auf der Autobahn fahren. Ne? Das ist leider ganz schlimm. Jetzt bei den 150 zeigt er 23 kW an, was ich aber für so eine Geschwindigkeit jetzt auch gar nicht so schlecht finde. Ne? Ja, also das Fahren macht auf jeden Fall echt Spaß. Und ich sag mal so, das Auto lässt eigentlich keine Wünsche offen. Der X-Guard, den lasse ich auch mit einer X-Kombo immer aktivieren, sobald ich aussteige. Da kann ich auch schon sagen, das ist wirklich pro 24 Stunden verbraucht er schon einfach 4 kWh, also ziemlich viel. Aber ich habe den Luxus, dass ich auf der Arbeit umsonst laden kann. Und somit lasse ich ihn lieber aktiv und lade halt ein bisschen mehr nach. Ne? Ja, sonst würde ich eher sagen, dass man das deaktiviert, wenn man es nicht unbedingt braucht, und dann eher auf, wenn man halt irgendwo parkt und weiß, hier ist ein Parkplatz, da könnte was passieren, kurzzeitig das dann nur zu aktivieren und nicht wie ich lasse es halt dauerhaft, wenn er steht, er geht im Parken und dann, jetzt gebe ich einmal kurz Gas, weil hinter mir ist einer, der kommt auf jeden Fall schon mal recht zügig. Genau, also ich lasse ihn auf jeden Fall dann immer aktiv, aber es zieht halt schon sehr viel Strom. Wir fliegen jetzt bald in den Urlaub 8 Tage und da werde ich so machen, da werde ich an meiner Schuko-Steckdose 10 Ampere einstellen und lasse ihn sozusagen ganz Zeit dran. 80% darf er dann nur laden. Genau, und dann kann ich den X-Guard auch die ganze Zeit aktiv lassen. So ist der Plan. Mal schauen, ob das so funktioniert. Ja. Und Innenraumgeräusche, ich weiß nicht, ob man es so hören kann, sind echt gering. Das Abgerollgeräusch, das hört man ein wenig von den Reifen, muss man sagen. Aber das ist auch eigentlich das Einzige. Also sonst ist er wirklich sehr, sehr ruhig. Dafür, dass er rahmenlose Spiegel hat, ist er super gedämpft. Ich hatte ein bisschen Angst, dass von der Motorhaube, dass da Geräusche kommen, wenn man schneller fährt, aber das ist eigentlich auch nicht der Fall. Also eigentlich sind es nur die Reifen, die 20 Zoller Michelin, die so ein bisschen Geräusche halt machen. Ne? Jetzt lassen wir den mal einmal vor, weil der nervt schon die ganze Zeit. Soll er gerne noch mehr Gas geben, kann er auch machen.
Aber ich habe gerade keine Lust selber zu fahren. Deswegen 150 ist ja leider sind die Assistenzsysteme, mehr gibt's nicht. Alles, was drüber ist, muss man manuell fahren. Aber was sie gut hingekriegt haben, das war wohl am Anfang nicht so. Ich kann jetzt Gas geben oder bremsen. Ne, bremsen, dann geht er aus, richtig. Aber wenn ich Gas gebe oder Spurwechsel selber mache oder ähnliches, dann geht er kurz auf einen manuellen Modus, aber springt dann wieder sozusagen rein in ACC und LCC. Das ist dann so ein kleiner Dualmodus. Genau. So, jetzt hat er hier natürlich ein bisschen Pech. Hätte er ein bisschen eher rüberziehen sollen. Jetzt musste er ein bisschen abbremsen. Genau, dann kann man ja noch hier die Distanz ändern. Ich weiß nicht, ob ihr das unbedingt sehen könnt. Ich sehe es auf jeden Fall im Head-Up-Display. Also wie viel Abstand er halten soll. Aber ich finde, selbst bei 1 ist es schon genug. Sagen wir es so, bei 150. Ne? Dann würde ich jetzt mal schon sagen, dass ich das Video beenden werde. Und freue mich auf eure Kommentare und würde dann auf Basis der Kommentare, wenn welche kommen, ein neues Video machen und die Fragen oder Anmerkungen umsetzen. Genau. Und so würde ich das jetzt erstmal aufbauen und zwischenzeitlich, wenn ich einfach fahre, mache ich auch mal die Kamera an und schaue mal, dass ich dann ein Video schneide und hochlade. Genau. Alles klar, bis dann. Tschüss.